Das ist ein geiles Gerät und das muss man sich einfach einbauen. Ja? Horch me! Also wenn ihr wollt, dann zeige ich euch jetzt gleich das Pioneer AVH Z3000 DAB mit DAB. Und da mag ich jetzt kurz vorher noch zwei Worte wechseln über das Thema, weil wenn jemand denkt, naja, DAB kommt irgendwie, ich schalte mein Radio an, dann geht das schon. Nein, ihr braucht ein Autoradio, das DAB-Empfang als Funktion hat. Das heißt, ihr braucht tatsächlich ein neues Autoradio. Ja, jetzt ist es soweit. Endlich die alte Möhre raus oder eventuell mit einem separaten Display ergänzen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, DAB Plus ins Fahrzeug zu bringen. Nochmal, DAB Plus ist einfach geil, weil supergeiler Empfang mit einer CD-Qualität vom Sound. Also aufdrehen, ihr habt da richtig schmackes Bass drauf und störungsfrei. Das heißt kein Zischen, Brubbeln, Brabbeln, sondern echt nur geilen Sound. So viel zum Thema DAB Plus und jetzt geht's los mit unserem Pioneer Doppel-DIN Multimedia Autoradio. Der AVH Z3000 DAB hat ein bisschen was Besonderes. Er ist nämlich in seiner Preisklasse echt günstig. Muss man einfach mal so sagen, von allen Markengeräten. Es gibt nur noch alternativ bei uns im Programm den DDX 7017 DABS von Kenwood. Der kostet aber ein ganzes Stück mehr, hat zwar ein 7 Zoll Display, kein 6,2 Zoll Display. Oder es gibt noch den DDX 8016 DABS, der hat auch noch CD-Laufwerk und so weiter. Aber hey, mit der Ausstattung ist der Pioneer Z3000 DAB einfach, tja, unschlagbar geil. Wir brauchen hier nicht extra zu erwähnen, dass alle Doppel-DIN-Multimedia-Geräte, die wir im Programm haben, sich immer mit einer Rückfahrkamera kombinieren lassen und dass auch Fahrzeuge, die eine Lenkradfernbedienung, also Tasten auf dem Lenkrad drauf haben, sich auch damit bedienen lassen. Da braucht man nur ein extra Interface dazu. Da beraten wir euch natürlich gerne. Ihr könnt natürlich auch bei uns im Webshop einfach mal danach stöbern, ob ihr das Richtige für euch findet. Und dieses Gerät lässt sich mit der Infrarotfernbedienung auch von weiter weg bedienen für alle Wohnmobilfahrer unter euch. Klanglich hat der AVH Z3000 DAB alles integriert, von der Laufzeitkorrektur über den Equalizer, über die aktiven Frequenzweichen. Da braucht man also gar nicht weiter nachdenken. Das ist alles integriert. Wir haben alle möglichen Farbeinstellungen, was den Hintergrund betrifft oder auch die Tastenbeleuchtung. Das ist soweit auch in Ordnung. Zeigen wir euch am Ende des Videos schnell ein paar Ausschnitte, wie das Ganze in echt ausschaut. Wir können aber jetzt direkt anfangen mit den Medien. Was hat denn das Gerät jetzt alles mit integriert? Und da ist natürlich erwähnenswert DAB+. Haben wir jetzt gerade schon mal gehabt. Lässt sich also problemlos hier aktivieren mit DAB+ und können auch hier, machen wir mal hier leise, GEMA-freie Musik, sage ich da nur. Wir können jetzt hier die ganzen Sender abspeichern, wir können das von der Senderliste holen und können uns mal anschauen, was wir alles hier für Sender denn zur Verfügung stehen haben. Das sind nämlich jede Menge und die können wir natürlich abspeichern. Alles bekannt wie beim UKW-Radio auch, nur störungsfreier und qualitativ richtig geiler Sound. Als nächstes haben wir unser 6,2 Zoll Touch-Display, wo wir ab sofort auch Apple CarPlay integriert haben. Das heißt, wir können jetzt mit einem USB-Anschluss, Achtung, mit Kabel bitte, mit dem USB-rückwärtigen Ausgang vom Multimedia-Gerät verbinden. Bei dem Gerät ist es nicht schnurlos zu verbinden. Und so können wir dann Apple CarPlay bedienen. In dem Fall hier einfach mal das Apple CarPlay Logo auswählen und jetzt haben wir diese ganzen Apps zur Verfügung, wie wir sie auf dem Handy drauf haben. Nicht alle, sondern ausgewählte Apps und können hier zugreifen auf den Bildschirm. Und was natürlich schon erwähnenswert ist, ist natürlich die Kartendarstellung, weil du jetzt die Navi nicht auf deinem Handy, sondern auf dem Bildschirm vom Monitor drauf hast. Auch die Sprachausgabe, alles von der Navi funktioniert jetzt wie ein eingebautes Navigationsgerät. Sehr geil ist natürlich jetzt auch bei diesem Gerät immer die Voice-Taste, das heißt Sprachbedienung, die mir Siri hiermit beantwortet. Navigiere mich zum Hofbräuhaus nach München. Ich suche nach der Wegbeschreibung. Ziel Hofbräuhaus. So, perfekt. Und los geht's. Und das mache ich alles mit Sprachsteuerung heutzutage. Wir haben natürlich dafür... Ja, ist gut.
So, jetzt haben wir es. Wir haben natürlich auch ein externes, ja, gib Ruhe, Siri, Ruhe jetzt. Ruhe. So. Wir haben ein externes Mikrofon für natürlich auch das Telefonieren, was man natürlich über die Bluetooth-Verbindung genauso machen können. Das heißt, wir können Sprachbefehle drüber machen, wir können telefonieren drüber und wir können das Ganze, stecken wir es nochmal schnell ab, wir können jetzt in unseren Bluetooth-Modus gehen. Ich habe also das Gerät hier schon gekoppelt miteinander und kann hier Musik laufen lassen, von meinem Handy auch schnurlos. Das funktioniert genauso, nur Apple CarPlay muss mit dem USB-Schacht verbunden werden. Mit dem USB-Anschluss. So, können wir auch wieder mit anschließen. Haben wir das Bluetooth-Gedöns auch schon vergessen. Weil Bluetooth ist natürlich cool, weil man ins Auto reinsteigt und man braucht kein Kabel mehr anbinden, sondern hat halt direkt die Verbindung und kann loslegen zum Musik hören. Ansonsten halt mit USB-Verbindung über Apple CarPlay. Kommen wir nochmal zum Apple CarPlay zurück. Und wir können hier, wie gewohnt, auf den einzigen Knopf am Handy, der ist hier unten links angebracht, natürlich auch noch auf unsere Musik zugreifen oder aufs Telefon. Bei wem darf ich denn für dich durchklingeln? Wir telefonieren mit Moritz Angel. Moritz Angel wird angerufen. Handynummer. Alles schon vorbereitet für Voice-Integration. Moritz können wir jetzt auflegen wieder. Wir können hier Telefonbuch zugreifen und so weiter. Aber alles sehr cool gemacht über Apple CarPlay und natürlich auch telefonieren über das Gerät selber, ohne dass man das Apple CarPlay, müssen wir abstecken, weil der geht sowieso, sobald ich es anstecke, auf Apple CarPlay verbunden habe, kommt hier die Telefontaste und sagt mir, geh doch gleich in Apple CarPlay rein. Ansonsten gehen wir jetzt hier ins Telefonbuch, in das hauseigene Telefon vom Pioneer-Gerät, ohne dass wir Apple CarPlay benutzen. Und da kann ich natürlich genauso mein Telefonbuch benutzen, meine letzten Anrufe und so weiter, kann ich hier alles abwählen oder selber loswählen. Und ich habe auch hier die Sprachwahl wieder, die ich hier genauso auslösen kann. So Leute, und was auch ziemlich geil ist, ich bin nämlich mittlerweile echt Hardcore Spotify-User und das haben wir jetzt in dem Autoradio als eigene Quelle mit drin. Wir können also Spotify direkt anwählen und können auch wie gewohnt, also erstens mal wird das Cover angezeigt von Spotify und wir können über die Browser-Funktion uns durchbrowsen, wie wir es am Handy auch gewohnt sind und können uns Hip-Hop auswählen oder sonst was und können alles direkt vom Multimedia-Gerät aus steuern und so viel zum Thema Spotify, das ist echt geil. Dann gibt es nur noch zu erwähnen, dass wir natürlich einen ganz normalen AUX-In auch zur Verfügung haben, wo wir jede analoge Quelle einschleifen können und über das Multimedia-Gerät wiedergeben können. Ansonsten gibt es jetzt hier zu den Klangeinstellungen, wie anfangs erwähnt, zeige ich euch mal ganz kurz, wie das hier funktioniert. Wir haben nämlich hier die verschiedenen Icons, wo wir jetzt hier zum Beispiel auf den Equalizer zugreifen können und die verschiedenen Einstellungen hier vornehmen können und die verschiedenen Frequenzen vom Pegel her einstellen können. Wir können auch die Funktion an sich als Favorit hinterlegen. Das heißt sogar den Grafik-EQ, den klickt man jetzt einfach mal an, mit dem arbeite ich vielleicht öfters und muss den nicht jedes Mal raussuchen. Dann können wir zum Beispiel noch die Frequenzweiche nutzen und können jetzt für Front einen High-Pass-Filter setzen, den wir entsprechend scharf einstellen können oder von der Frequenz her entsprechend zu justieren, damit die Lautsprecher immer die optimale Frequenz haben, damit die am besten perform laufen. So, und wenn wir jetzt zum Beispiel hier auch bei Lautstärke, bei der Frequenzweiche nochmal einen Klick reinmachen, also einen Favorit, dann haben wir noch die Laufzeitkorrektur. Da kann jedem Lautsprecher, also vorne links, rechts, hinten links, sagen, wie weit die von mir entfernt sind. Weil ich als Fahrer natürlich außerhalb des Stereo-Dreiecks sitze, sondern eben links auf meinem Fahrersitz. Und damit ist der linke Lautsprecher näher an mir dran als der rechte. Und natürlich hinten, die Lautsprecher sind auch unterschiedlich entfernt. Und kann das akustisch für mich so einstellen, dass mein Hirn denkt, ich sitze in der Mitte. Ist das verrückt, oder? Das heißt, damit kriege ich jetzt meine ganze Musik, meine Stimmen direkt mittig aufs Armaturenbrett. Das kann ich auch noch hin und her schieben mit den verschiedenen Werten. Das kann jeder mal für sich ausprobieren. Ist eine ganz coole Geschichte. Und das tun wir jetzt zum Beispiel auch als Frequenz, als Favorit hinterlegen. Und dann haben wir unsere erste, heute haben wir es noch nicht hinterlegt. Was war das noch?
die Laufzeitkorrektur noch nicht hinterlegt. So, und jetzt haben wir unsere 3 wichtigsten Sachen bei den Favoriten drin. Ihr kann sofort drauf zugreifen, ohne in irgendwelche Menüs rumzusuchen. Wo war jetzt das nochmal, was ich ja öfters mal einstelle? Voll easy so. Mit den Farben schaut es genauso aus. Da gibt es diese Farbpalette hier. Da können wir jetzt zum Beispiel den Hintergrund, machen wir gleich mal einen Favorit draus. Und dann gehen wir rein und suchen uns einen passenden Hintergrund aus. Wir sagen, hey, der gefällt mir vielleicht am besten. Und kann jetzt noch die Beleuchtungsfarben hier an der Seite, die kann ich auch noch einstellen und auf mein Fahrzeug anpassen, wie ich es möchte. Das sind alle Farben drin, man muss sie nur auswählen. Nicht zu vergessen, das Multimedia-Gerät, der Z3000 DAB, hat natürlich auch noch einen CD-Schacht, /DVD heißt es, auch schon lange nicht mehr verwendet, das Wort. Da kann ich natürlich Filme direkt über mein Display anschauen und normal Musik hören. Auf der Rückseite haben wir einen USB-Eingang, wo ich natürlich auch einen ganz normalen USB-Stick anstatt mein Handy anschließen kann. Das ist jedem selber überlassen, wie er das tut. Und auf der Rückseite findet man noch auch 3 Paar Cinch-Ausgänge, Front, Rear und Subwoofer. Regelbar extra, also 3 Paar Cinch mit jeweils 4 Volt Power für eine richtig gute Dynamik, wenn du eine extra Endstufe dran anschließen magst. Unser USB-Anschluss hat einen Ladestrom von 1,6 Ampere, sodass ihr eigentlich so ziemlich jedes handelsübliche Smartphone damit laden kann. Und weil es einfach viele verschiedene Formate sind, habe ich hier einen kleinen Spickzettel für uns. Über den USB kann man folgende Formate wiedergeben: MP3, MPEG 1, MPEG 2, WMA, wir haben das AAC-Format, wir haben das FLAC-Format. Als Bild können wir JPEG wiedergeben und als Videoformat haben wir H.264, WMV, MPEG 4 und was war das nochmal, VC1 wird auch wiedergegeben. Was wird wahrscheinlich einige von euch stören? Android Auto. Nein, dieses Gerät kann kein Android Auto. Dazu müsste das Display noch ein bisschen größer sein. Also wer mit Bluetooth und mit Apple CarPlay und USB und allem, was ich euch jetzt gerade erzählt habe, zufrieden ist, für den ist das Gerät super. Und wer Android Auto benutzen will, der muss sich einfach für ein anderes Gerät entscheiden. Und wir haben auch schon öfters so die Hinweise bekommen, dass wir immer über Apple CarPlay reden. Dem ist eigentlich nicht so. Das Blöde ist bloß, ich bin halt Apple-User und führe das immer mit meinem Apple-Gerät vor, mit meinem iPhone. Insofern geht manchmal das Android Auto unter für Geräte, die das tatsächlich können. Aber wir haben ja in den ganzen Beschreibungen drin sauber mitdetailliert, ob es Android Auto oder Apple CarPlay kann oder nicht kann. Normal spreche ich ja keine Empfehlungen für Geräte aus, weil normal stellen wir die Geräte nur an den Funktionen vor, was sie besonders gut können, was sie vielleicht auch nicht können. Beim AVH Z3000 DAB muss ich dazu sagen, das ist ein Restpostengerät bei uns. Ja? Den gibt es noch eine Zeit lang, dann ist er weg. Deswegen ist er vielleicht auch noch mal ein Stück günstiger für das, was er eigentlich alles kann. Und er findet keinen Konkurrenten, zumindest nicht unter unseren Markengeräten. Deswegen hier die ganz klare Empfehlung, schlagt jetzt zu, solange noch welche da sind. So, und jetzt geht's los. AdMod. Genau. Instagram. Und für Instagram. Okay, jetzt machen wir eine schöne AdMod für Instagram, weil da sind wir nämlich jetzt auch dabei und wir werden öfters mal was posten, also viel öfters wie vorher. Wir haben es jetzt erst so richtig geschnallt, dass wir jetzt auf Instagram Gas geben müssen und das tun wir auch. Wir werden euch da immer bereitstellen, sobald wir ein neues Video haben oder sonstigen Quatsch, was wir mit euch machen. Wir freuen uns auch bei YouTube nach wie vor über jede Menge Abonnenten, das finden wir auch immer geil und ja, ansonsten danke fürs Zuschauen. Bei Instagram übrigens unter ARS24. Bis bald, euer Olli.